Grüezi und herzlich willkommen zum 5. Teil der Reise auf Vancouver Island. Wir sind hier im Pedder Bay RV Resort and Marina, ganz im Südosten von Vancouver Island. Ein an sich ruhiger Ort, abgesehen von den jungen Möwen, die lauthals Nahrung von ihrer Mutter verlangen. Da dies eine private Anlage ist, stehen für die meisten Bedürfnisse entsprechende Angebote zur Verfügung, bis hin zu einem Restaurant und Kiosk. Gemäß den Schildern hat es verschiedene Tiere in der Bay, also halten wir die Augen offen, vielleicht können wir ja vom Campground aus Tiere im Wasser entdecken. Und tatsächlich, ein Seehund tummelt sich vergnügt im Wasser, allerdings taucht er jeweils nach 1 bis 2 Minuten wieder ab. Es ist an der Zeit, Victoria, die Hauptstadt von British Columbia, zu besuchen. Das Parlamentsgebäude zieht bereits von weitem den Blick magisch auf sich. Es liegt direkt am Hafen von Victoria. Ein wirklich imposanter Gebäudekomplex. Auf dem Rasen des Parlamentsgebäudes steht eine Bronze-Gussstatue der jungen Königin Victoria, die sehr würdevoll interpretiert wird. Ihre weltpolitisch einflussreichen 63 Regierungsjahre gingen als viktorianisches Zeitalter in die Geschichte ein. Am 24. September 1998 erklärte die kanadische Regierung offiziell den letzten Sonntag im September zum nationalen Gedenktag der Polizei- und Friedensoffiziere. Mit dabei natürlich die Royal Canadian Mounted Police oder kurz Mounties mit ihren hübschen roten Uniformen.
Ebenso vertreten die Rettungskräfte auf See oder Land. Der Festakt dauert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Der Victoria Centennial Fountain erinnert an die 4 Kolonien und Territorien, die British Columbia bildeten. Ein letzter Blick zurück aufs Parlamentsgebäude, dann geht's Downtown Victoria. Wunderschön diese Wandmalerei und tatsächlich auch noch informativ gestaltet. Beim Market Square spürt man bereits die fortgeschrittene Jahreszeit. Aktuell frieren sich nicht sehr viele Besucher hierher. Dafür lockt die Konditorei La Rue in der Fiskars Street mit köstlichen Produkten, die übrigens hauptsächlich mit lokalen Zutaten hergestellt werden. Das Resultat lässt sich sehen und genießen. Kein Wunder, die Angestellten sind mit Herzblut an der Arbeit. Die Fountain Alley, eine sehr, sehr enge Gasse mit vielen kleinen Geschäften, ist absolut ein Spaziergang wert. Ebenso die Dragon Alley, genauso eng und genauso interessant. Durch diese beiden Gassen zu laufen ist ein Muss in Victoria. Während der Tourismushochsaison dürfte es hier jedoch kaum mehr ein Durchkommen geben. Und doch der wahrscheinlich interessanteste Weg hinein in die Chinatown. Übrigens die älteste Chinatown in Kanada und nach San Francisco das zweitälteste in ganz Nordamerika. Tja, und für alle, die Hunger verspüren und ein gutes Restaurant suchen, dieses Restaurant ist immer ein Rettungsanker und standardisiert gut. Mit rund 740.000 Quadratmetern Parklandschaft ist der Beacon Hill Park das Kronjuwel im Parksystem von Victoria. Beacon Hill ist ein großer Stadtpark mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Wir schlendern einen der vielen Wege entlang, die durch Gärten, Teiche und Wälder zu offenen Feldern führen.
Hier kannst du auf verschlungenen Fußwegen inmitten einer wunderbaren Natur laufen, gepflegte Blumenbeete bestaunen, aber auch Sport- und Spielmöglichkeiten nutzen. Beacon Hill Park hat einen wichtigen Status als Meile Null, der westliche Endpunkt des 8000 Kilometer langen Trans-Canada Highway. Wer Lust hat, kann sich auch mit einer Kutsche durch den Park chauffieren lassen. In den Vororten von Victoria wird emsig gebaut. Hochhäuser, aber auch Einfamilienhäuser, vorzugsweise natürlich ganz nahe an der Küste. Der Goldstream Provincial Park, nur 20 Kilometer nördlich von Victoria, ist ein Muss für dich, wenn du in dieser Gegend bist. Der Goldstream Provincial Park ist ein hervorragendes Wandergebiet mit 600 Jahre alten Tannen, immergrünen Laubbäumen, Wasserfällen und einem Besucherzentrum. Der ca. 50 Meter hohe Wasserfall wirkt aktuell eher nur wie ein Rinnsal. Auch dies eine Folge der ganz wenigen Regentage während des Frühlings und des Sommers. Es gibt hier tolle Trails an riesigen Bäumen und kleinen Bächen vorbei.
Goldstream Provincial Park ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Der Malahide Skywalk, der übrigens seit dem Sommer 2021 in Betrieb ist ganzjährig geöffnet. Der Treewalk, ein 600 Meter langer Pfad, bietet Spaziergänge auf Augenhöhe mit den Baumwipfeln auf dem 20 Meter hohen Pfad. Der spiralförmige Aufstieg endet mit einem wunderbaren Ausblick auf die umgebende Landschaft. Die ganze Anlage ist relativ neu, sehr gut gepflegt und technisch total im Schuss. Auf dem Malahide Skywalk kannst du die atemberaubende Aussicht auf das Salish Meer von der Spitze des 40 Meter hohen Spiraltower genießen. Der Skywalk-Turm mit der Rutsche ist einfach genial. Mutige wie diese Familie können so schnell in die Tiefe brausen. Okay, bereits sind wir nun an der Swartz Bay beim Ferry Terminal der BC Ferry. Nach einer kleinen Stärkung im Land's End Café kann es losgehen.
Als nächstes geht's zur kleinen Insel Salt Spring Island. Dorthin fährt nur eine kleinere Fähre und die kann auch nicht vorgebucht werden. Es lohnt sich also, pünktlich am Terminal zu sein. Langsam verabschieden wir uns von Vancouver Island, denn es locken neue Ziele. Aber mehr darüber in der nächsten Episode. Es freut mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Kommentiere einfach, was dir gefällt oder was weniger. Und wenn du mir ein Like schenkst oder meinen Kanal abonnierst, freut mich das ganz besonders. Und vergiss nicht, die Glocke zu drücken, dann verpasst du künftig keinen meiner Filme. Auf meinem Kanal sehen wir uns schon bald wieder. Bleib einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.